Wer meinem Kanal schon länger folgt, der kennt mein Konzept der Urlaubsbar. Möglichst wenige Zutaten für möglichst viele abwechslungsreiche Drinks. Außergewöhnliche Sachen, überraschende Rezepte sind damit in der Regel aber nicht möglich. Umso mehr freue ich mich, dass ich euch heute trotzdem den Miami Nice Cocktail vorstellen kann. Denn zufälligerweise hatte ich alle Zutaten da, sogar Allspice Dram und Xanthanpulver. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen auf Reisen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian, bin hier im schönen Florida im Urlaub und wollte euch eigentlich zwei Videos präsentieren, den Bahama Mama und den Florida Rum Punch. Den Bahama Mama habe ich schon gedreht, vermutlich auch schon veröffentlicht. Video findet ihr dann hier oben. Den Florida Rum Punch, den drehe ich vielleicht dann zu Hause, denn mir ist vor ein paar Tagen hier ein Drink über den Weg gelaufen, der einfach zu gut ist und zu gut passt, um ihn jetzt nicht zu drehen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt abonniert und die Glocke aktiviert, um in Zukunft nichts zu verpassen und um kostenlos für euch den Kanal zu unterstützen, denn jedes Abo, jede Interaktion hilft. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich verlinke euch das Video jetzt hier oben, habe ich euch schon mal aus der Urlaubsbar den Miami Nice Cocktail vorgestellt. Eine schöne Mischung aus Strawberry Daiquiri und einer Pina Colada. Und als ich vor ein paar Tagen hier am Pool so ein bisschen auf punchdrink.com gesurft habe, ist mir der Miami Nice Cocktail über den Weg gelaufen. Der klang zu gut, um ihn nicht zu probieren, und der schmeckte dann zu gut, um ihn jetzt nicht für euch als Video zu drehen. Kreiert haben den Drink zwei Zwillingsbrüder, und zwar Emilio und Miguel Salehi, nicht in Miami, sondern in der Beehive Bar in San Francisco. Und anders als beim Miami Vice, wo ja die Pina Colada und der Strawberry Daiquiri als getrennte Drinks zubereitet und dann verbunden werden, wird deren Drink ja als ein Drink gemixt, und er benutzt weder Ananas noch Erdbeeren, sondern wir werden den Guave-Sirup hier, dieses Guave-Püree, verwenden. Die beiden Jungs, und das muss ich jetzt auf dem Handy nachlesen, sagen über ihren Drink: Experimental and conceptual cocktails are fun. But we also love drinks like this that are simple and transport you to your favorite beach. Also sie mögen aufwendige, experimentelle Konzeptcocktails, aber eben auch solche einfachen Drinks, die einfach nur Spaß machen und die einen gedanklich zu seinem Lieblingsstrand transportieren. Ja, viel mehr Geschichte habe ich auch nicht. Was brauchen wir an Zutaten? Ich sagte es ja eingangs schon, wir brauchen einen Allspice Dram. Ich habe hier mein Zerstäuberfläschchen, das habe ich eigentlich nur zum Aromatisieren von Drinks. Das ist von The Bitter Truth, der Pimento Dram. Ich blende euch das Bild jetzt hier irgendwo ein. Dann brauchen wir frisch gepressten Limettensaft. Wir brauchen unsere beiden Sirups. Wir brauchen den Real Guave Sirup und die Cream of Coconut. Und dann brauchen wir Rum. Und zwar habe ich hier den Denizen 8 und den Probitas Green Label im Navy Strength 57%. Ja, in 57%. Und dann haben wir hier noch Xanthan, dieses kleine Pulverchen. Das ist ein Bindemittel, wenn ihr so wollt. Auch da blende ich euch die Packung hier ein. Damit verhindern wir, dass der Drink sich hinterher wieder trennt. So bleibt er einfach länger gut trinkbar. Ihr findet wie immer diese oder vergleichbare Zutaten, mein Werkzeug und die Glasware im jetzt hier oben verlinkten Tresenwesen Homebar Shop, beziehungsweise auch unter dem Video. Und unter dem Video findet ihr auch unsere Kanalmitgliedschaft, und da könnt ihr uns mit einem ganz kleinen monatlichen Beitrag, den ihr jederzeit wieder stoppen könnt, helfen, Zutaten zu kaufen, Videos zu drehen und den Kanal zu betreiben. Würde mich freuen, wenn ihr es in Betracht zieht. Und ich sage schon mal danke dafür. Ja, wir haben einen Frozen Drink. Also brauchen wir einen Mixer, der steht hier. Und ich habe hier den Aufsatz, den schrauben wir mal auf. Ist quasi so unser Shaker heute. Und ich habe hier einen Jigger. Das Rezept habe ich umgerechnet in Zentilitern. So, wir beginnen mit dem Allspice Dram. Schreiben den hier mal auf. Das waren 5cl Fläschchen. Ein bisschen was habe ich schon gebraucht, aber es sollte reichen. Wir brauchen 1,5 Zentiliter.
Old Spice Dram, ihr wisst das aus anderen Videos, ist ein sehr intensives Produkt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein. 1,5 cl ist ungewöhnlich, funktioniert in dem Drink. Aber sehr gut. So, dann machen wir weiter mit dem frisch gepressten Limettensaft und davon auch 1,5 Zentiliter. So, und bevor mir die zwei Kollegen gleich den Jigger zu sehr verkleben, hole ich mir hier nochmal aus meiner Urlaubsbar einen anderen. Und wir beginnen mit dem Guave, was ist es eigentlich? Püree, aber es ist ein Sirup. Und davon brauchen wir 2,5 cl. Und ich weiß, was ihr denkt, das wird doch viel zu süß. Vor allem, wenn ich euch jetzt sage, dass von der Cream of Coconut nochmal 3 cl dazukommen. Aber wir steuern da gleich mit dem Rum gegen. Ich habe das Rezept ein bisschen angepasst. Ich nutze etwas mehr Rum, als ich auf Punch Drink gelesen habe, weil ich beim Probieren einfach fand, dass der Drink sehr gut mehr und kräftigen Rum vertragen kann. Und genau damit machen wir jetzt weiter mit dem Denizen 8 Merchants Reserve und davon nehmen wir 4 cl. Von unserem Probitas in Deutschland heißen die Veritas, aber ich glaube, den Green Label gibt es in Deutschland nicht. Dann nehmen wir 2 cl von, ehrlich gesagt sind es jetzt 2,5 geworden, ist auch nicht schlimm. So, dann können wir den Jigger schon mal wegstellen. Ja, und dann kommt unser Xanthan Gum zum Einsatz. Und ich habe hier so kleine Messlöffelchen und wir brauchen davon ungefähr einen Viertel Teelöffel. Den geben wir da jetzt rein. Das muss nicht ganz genau sein. Zu viel sollte man aber auch nicht nehmen. Irgendwann wird der Drink zu fest. So, dann brauchen wir Eis. Crushed Eis im besten Fall. Eine Schaufel. Und jetzt haben wir 2 Schaufeln. Wir schrauben das hier zu. Ich hole den Mixer mal ein bisschen nach vorne, damit ihr besser seht, was ich hier treibe. Setzen das auf und ja, das Ganze kriegt jetzt, ich schätze mal so 10 Sekunden. Einfach so lange, bis die Konsistenz so ist, wie wir sie haben wollen. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir eine ordentliche Konsistenz. Vielleicht sogar schon einen Tacken zu viel sein. Ich sage euch, hier draußen am Pool schmilzt das eh alles schnell. So, wir haben unser Hurricane-Glas. Wir schrauben das hier auf. Und mit einem Barlöffel das erstmal noch so ein bisschen zusammenbringen. Und dann füllen wir das in unser Glas. Das Gefäß ist nicht so super zum Ausgießen geeignet, weil es eben keine Nase hat zum Gießen. Ich will es hier auch nicht auf der Arbeitsfläche verteilen, deshalb müssen wir das so ein bisschen Freestyle machen. Aber im Urlaub sieht man ja alles auch immer etwas lockerer. Ihr seht, die Konsistenz ist schon sehr slushy-artig, nicht zu fest, nicht zu weich. Die Menge ist auch genau richtig, so wie es aussieht. Natürlich wollen wir eine kleine Haube haben. So, denn der ganze Spaß kriegt natürlich noch eine Garnitur. Er kriegt aber eine einfache Garnitur. Und zwar kriegt er ein Limettenrad und ein Schirmchen. Und ich habe für euch den Miami Nice von den Brüdern Emilio und Miguel Salehi.
Das ist der Beehive Bar in San Francisco. So, bevor ich gleich probiere, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann drückt doch unten auf den Like-Button, nutzt die YouTube-Hype-Funktion und kommentiert gerne. Das ist alles kostenlos, hilft dem Kanal aber weiter. Und ich sage danke dafür. Falls ihr sagt, das Glas habe ich doch schon mal gesehen, ja, das ist schon im Video zum Arnold Palmer mit Marie aufgetreten, in Anführungsstrichen. Das war schon im Bahama Mama Video. Warum? Wir haben hier ein wunderschönes Haus. Leider ist die Glasausstattung nicht besonders gut, vor allem was Cocktailgläser angeht. Ich musste mir also ein paar Gläser kaufen und habe dieses schöne Glas für $7 im ABC Liquor erstanden. Und das passt halt einfach ideal zu den Drinks, die wir gemacht haben. Und dementsprechend kam es jetzt auch 3-mal zum Einsatz. So, jetzt wird verkostet. Ich habe hier einen Strohhalm. Und den geben wir jetzt hier in den Drink. Und ich sage Cheers. Also Konsistenz ist schon fest. Jetzt geht's aber, wird auch gleich noch ein bisschen nachschmelzen. Ja. Also erstmal, ich habe es ja eingangs schon gesagt, deutlich leichter und frischer, als man annehmen würde. Es ist eine fruchtige Angelegenheit. Es ist natürlich dieses spezielle Mundgefühl von einem Frozen Drink. Aber unsere beiden Sirups werden hier ganz gut in Schach gehalten. Einmal natürlich vom Pimento Dram, der nicht überlagert, der genauso dann wieder von den beiden eingefangen wird. Also das gibt schon eine ganz, ganz tolle Balance. Wir haben die Frische vom Limettensaft, wir haben die Rumaromen. Das ist insgesamt deutlich frischer, wenn man so will, leichter zu trinken als der Miami Vice Cocktail. Es ist gefällig, also Miami Nice trifft schon, passt auf jeden Fall. Wie gesagt, der verträgt auf jeden Fall die 6 oder jetzt sogar 6,5 Cl Rum, die da drin sind. Der wird auch 8 vertragen. Oder man nimmt 6 und reduziert die anderen Zutaten alle ein bisschen. Also das ist schon in einer gewissen Weise auch gefährlich, weil es das alles eben so gut ausbalanciert und so gut überdeckt und so süffig ist. Aber es ist eine schöne sommerliche Variante und das, was die Jungs gesagt haben, das soll einen zu seinem Lieblingsstrand transportieren, sagen wir mal im übertragenen Sinne. Es soll Leichtigkeit, Entspannung symbolisieren. Das trifft's, das passt sehr gut. Also finde ich super, schmeckt mir immer noch, die letzten Tage schon geschmeckt. Bin gespannt, wie er euch schmeckt. Schreibt es mir doch gern in die Kommentare. Bild vom Drink und Rezept wie immer auf dem Instagram-Channel von Kultivierte Tresenwesen. Der ist jetzt hier oben verlinkt. Freut sich über weitere Follower. Im Abspann gibt es natürlich die Urlaubsbar-Playlist. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Cheers.